Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Alexander. Ich bin momentan auf einer Radreise in Italien und habe die letzte Nacht in Pompeji verbracht. Jetzt bin ich am Golf von Neapel, da drüben liegt Sorrent und da Capri. Und ich fahre jetzt weiter Richtung Neapel, vielleicht auch noch durch die Stadt durch. Und wenn du wissen willst, was ich dabei alles sehe und erlebe, dann bleib dabei. Ich habe mir gestern hier in Pompeji die Ausgrabungsstätten angeschaut, der antiken Stadt, die 79 nach Christus von einem Ausbruch des Vesuv verschüttet wurde. Und ja, da hatte ich sehr großes Glück, da hatte ich ein Hotel 5 Minuten entfernt vom Eingang und habe es dann noch vor 15:30 Uhr geschafft, da reinzukommen. Dann ist der letzte Einlass. Ja, das war super interessant, das hätte ich gar nicht gedacht. Normalerweise interessiere ich mich nicht so für Steine, aber das war wirklich toll. Ja, und gegenüber vom Eingang ist der Bahnhof, so ein Vorstadtbahnhof. Und eigentlich hatte ich vor, mit dem Zug in die Stadt zu fahren und mir jetzt dieses ganze Verkehrschaos hier in die Stadt rein zu sparen. Aber der Mann am Schalter meinte, das wäre schlecht möglich. Es gibt wohl keinen Fahrradabteil und es ist sehr voll in dem Zug immer. Ja, jetzt muss ich das hier auf eigene Faust unternehmen. Das wird spannend. Landschaftlich ist das hier wenig reizvoll. Hier links von mir müsste eigentlich das Meer sein, aber da ist ein Hafen. Und ja, ich denke, ich werde nicht viel filmen, bis ich dann in der Stadt bin. Aufnahmedatum für dieses Video ist der 22. April 2023 und es ist sonnig und in der Sonne auch schon recht warm. Ich werde gleich wohl die Jacke ausziehen können. Oder ist das Meer? Und während ich gesprochen habe, habe ich schon eine Abzweigung verpasst. Dann muss ich wieder zurück auf die andere Seite der Bahngleise hier. So, ich hoffe, das ist jetzt die Straße, auf der es weitergeht, nach links hier. Aber da muss ich wohl noch ein Stückchen weiter hier durch die Gassen fahren. Wo bin ich hier gelandet? Das ist die Straße, die mich da schön in die Stadt führen soll, mal wieder. Einbahnstraße. Ich muss es doch hier unten versuchen. Die Straße, die war viel zu lang und zu eng, als dass man da hätte schieben können. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe, als ich mir diese Tracks runtergeladen habe, aber ich stehe ständig vor den Einbahnstraßen. Ich habe da auch keine Auswahlmöglichkeit gesehen. Irgendwie von Nord nach Süd oder sonst wie hätte auswählen können. Das hatte ich in Portugal. Das war super. In Spanien habe ich auch falsch gemacht irgendwie. Ja, wenn ich jetzt noch durch Rom muss, dann wird das ein Spaß. Ja, dadurch, dass ich jetzt von der Straße runter musste, habe ich diesen tollen Ausblick gefunden. Hier ist der Golf von Neapel und da hinten liegt Capri. Ja, gerade hat mich ja ein älterer Herr angesprochen, was heißt älter, er war 86 und hat mir erzählt, dass er noch auf den Vesuv klettert. Jedenfalls meinte er, es wären jetzt noch 7 Kilometer bis nach Neapel und das würde man in einer halben Stunde schaffen, aber das bezweifle ich. Ich will es hier auch sehr ruhig angehen lassen, ja, und jeden Stress vermeiden, sonst passiert was. So, hier haben wir jetzt nochmal Blick auf den Vesuv. So nah war ich ihm noch nicht. Der ist 1280 Meter hoch und war ursprünglich vor dem großen Ausbruch 79 nach Christi viel höher. Ja, durch den Ausbruch und das Material, was dann da rausgeschleudert wurde, haben sich dann Hohlräume gebildet unter dem Gipfel. Und dann ist der eingestürzt, hat sich eine Caldera gebildet. Wir würden sagen Vulkankrater. Und ja, in dem hat sich dann bei den folgenden kleineren Ausbrüchen ein neuer Vulkankegel gebildet und dadurch hat er die heutige Höhe erreicht. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, auf der Hauptstraße zu bleiben. Mein Treck will immer links und rechts davon fahren, kommt dann aber auch wieder immer darauf zurück. Und das Abbiegen alleine ist schon total gefährlich und das Überqueren der Straße. Deswegen bleibe ich jetzt lieber hier und komme dann so hoffentlich irgendwann in der Stadt an. Wir werden sehen. Ich bin aus Versehen von der Hauptstraße abgekommen, aber es hat sich als ganz gut erwiesen. Da habe ich einen großen Bogen abgeschnitten.
Und zufälligerweise geht die Einbahnstraßenbahn in die richtige Richtung. Und jetzt führt die Straße durch so einen großen Innenhof hier. Ja, und es ist schon seit geraumer Zeit hier so ein historisches Straßenpflaster. Ich wollte schon die ganzen letzten Tage den Luftdruck wieder erhöhen, weil der nach 3 Wochen natürlich runtergegangen ist in den Reifen. Zum Glück habe ich das nicht gemacht. Es ist inzwischen 11 Uhr durch. Ich glaube, ich habe den Mann vorhin falsch verstanden. Es werden keine 7 Kilometer, sondern 17 gewesen sein. Ja, die Autofahrer schauen mich an, wenn sie aus der Seite rausgefahren kommen, als käme ich von einem anderen Stern. Macht wohl hier niemand mit dem Fahrrad hier durchfahrt. Hier wird mitten im Kreisel geparkt. Ganz normal. Ich bin jetzt auf Höhe des Containerhafens. Die Strecke hierher habe ich jetzt nicht gefilmt. Es war einfach zu chaotisch. Der Verkehr ist nicht das Schlimmste. Es war die ganze Zeit historisches Pflaster. Kleine Pflastersteine, große Pflastersteine. Und ja, das war anstrengend. So, hier ist ein Fahrradweg. Aber der wird nicht als solcher erkannt. So, darum kann man jetzt die Festung von Neapel liegen sehen. Ich weiß gar nicht, wo die Altstadt ist. Die müsste eigentlich schon hier rechts von mir sein. Aber da fahre ich nicht rein. Also um mir die Stadt jetzt anzuschauen, hätte ich da in Pompeji übernachten müssen, noch ein zweites Mal und mit dem Zug hier reinfahren müssen. Mit dem Fahrrad ist das unmöglich. Ich glaube, ich bin jetzt ziemlich im Zentrum. Hier sind auch sehr viele Touristen unterwegs. Das ist schon mal ein Zeichen dafür. Weil in die Altstadt komme ich irgendwie nicht rein. Das ist der Neptunbrunnen auf der Piazza Municipio. Ich würde mal sagen, das ist jetzt das Zentrum hier. Ich bin jetzt auf der Piazza Plebiscito angekommen. Es ist wahnsinnig viel los. Ich weiß nicht, ob heute eine Art Feiertag ist. Die Straßen waren ja eben schon alle geschmückt. Ja, mehr kann ich von Neapel leider nicht zeigen. Es ist ja hier auch, da muss ich immer wieder dran erinnern, ein Fahrradkanal und kein Kulturkanal. Es gibt ganz viele andere Videos, wo die Sehenswürdigkeiten von Neapel ausführlich gezeigt werden. Ich zeige hier, wie es ist, wenn man mit dem Fahrrad hier durchfährt. Jetzt geht es hier an der Promenade entlang und ich glaube, hier gibt es jetzt eine ganze Weile einen Radweg. Ja, es ist so voll wie auf der Karlsbrücke in Prag fast. Ich würde jetzt gar nicht zum Meer darüber kommen. Die Häuser hier sind natürlich prächtig. Die ganze Stadt ist prächtig, aber es sind enge Straßen mit hohen Häusern. Da kann man gar nicht richtig filmen. Also am besten erkundet man die Stadt zu Fuß. Die liegt ja auch noch am Hang. Wie gesagt, wenn ich das hätte machen wollen, hätte ich von Pompeji aus den Zug nehmen müssen und dort eine Nacht länger bleiben müssen. Aber dazu hatte ich jetzt keine Lust. Ja, der Golf von Neapel ist das hier. Vorhin, als ich auf der Straße fuhr, hatte ich echt Zweifel, ob ich hier noch ankomme. Das ist das, was ich jetzt brauche. Panini. Das kam genau zur richtigen Zeit. Es ist jetzt 1 Uhr durch und ich hoffe, ich komme jetzt ein bisschen leichter aus der Stadt raus, als ich reingekommen bin. Mal schauen. Da liegt auf jeden Fall noch ein Berg dazwischen. Ich habe gerade noch mit Leuten gesprochen, mit Händen und Füßen und Google-Übersetzer. Die meinten, es würde jetzt ganz schön. Mal schauen. So, jetzt hört diese schöne gesperrte Straße auf, aber es geht noch ein Stück auf dem Radweg weiter. Auch aus der Stadt rauszukommen ist nicht so ganz einfach. Jetzt habe ich hier wenigstens mal einen Fahrradweg gefunden. So, ich glaube oder hoffe, dass ich jetzt aus dem Allergröbsten raus bin. Das war ein Abenteuer. Ich musste von dem Meer da eben
hoch ein Stück und dann durch einen kilometerlangen Tunnel. Und in dem Tunnel war Kopfsteinpflaster. Es war so laut. Und es gab eine Fahrradfahrspur, aber die war gesperrt. Ich versuche jetzt noch bis Pozzuoli zu kommen. Das soll ein sehr schöner Ort sein, haben mir eben Leute erklärt. Und da mache ich dann mal eine Kaffeepause. Hinter der Felsnase da liegt Neapel. Und da musste ich eben durch diesen Tunnel durch, um auf diese Seite zu kommen. Und das da drüben müsste jetzt Pozzuoli sein. Ich kann es jetzt aber nicht sehen, weil die Autos mir vor die Kamera fahren. Sehen, ob ich da ein schönes Café finde. Die Altstadt scheint aber leider auf einem Felsen zu liegen. Beim Dunst kann man jetzt Capri liegen sehen. Da vorne die Halbinsel von Sorrent. Und hinter dieser Halbinsel, da liegt Neapel. Ja, ich glaube, ich habe es tatsächlich geschafft. Ich bin durch Neapel gefahren. Ja, das war doch noch herausfordernder, als ich es gedacht hätte, wegen dem Straßenbelag. Es war sehr, sehr viel Kopfsteinpflaster, teilweise mit so großen, viereckigen Steinen. Und ja, das ist dann noch zusätzlich anstrengend gewesen. Aber jetzt bin ich hier und jetzt mache ich hier eine kleine Pause auf der Bank und gucke mal, wo die nächste Unterkunft ist. Es ist 14 Uhr, da muss ich mir langsam Gedanken darum machen. Ich will heute nicht mehr weit fahren. Ich brauche ein bisschen Ruhe. Es hat sich leider herausgestellt, dass die Unterkunft, die ich mir heute Morgen rausgesucht hatte, schon ausgebucht ist. Ich habe nicht bedacht, dass heute Samstag ist. Sonst wäre ich das Risiko eingegangen und hätte sie weit im Voraus gebucht. Weil es war die einzig bezahlbare an diesem Abschnitt der Küste. Ja, und die einzige Unterkunft, die jetzt noch einigermaßen in meinem Budget liegt, liegt jetzt noch 40 Kilometer von hier aus, wo ich jetzt inzwischen schon bin. Und ja, ist mir eigentlich zu weit, aber es geht jetzt leider nicht anders. Ich fahre hier jetzt auf einer kleinen Straße, direkt am Meer nach Norden. Etwas weniger Verkehr, aber dafür muss ich hier um die Schlaglöcher rumfahren. Ja, und vom Meer sieht man leider auch nichts, weil hier links die ganzen Ferienanlagen sind. Die ganze Strecke ist ziemlich ereignislos, weil man den Strand nicht sieht. Und jetzt habe ich aber hier Büffel entdeckt. Und von deren Milch wird der Mozzarella gemacht. Das, was wir hier in Deutschland bekommen, ist ja meist aus Kuhmilch. Ja, das ist eine sehr komische Straße hier. Und in einem der nächsten Orte ist auf meiner Karte eine klitzekleine Brücke über einen Fluss eingezeichnet. Aber auf Google will mich ganz woanders lang schicken. Und ich habe den Verdacht, dass diese Brücke nicht mehr existiert. So, ich fahre jetzt auf diese obskure Brücke zu, die Google Maps umfahren wollte. Ich habe ein paar Herren gefragt und die meinten, mit dem Fahrrad käme man wahrscheinlich drüber. Wir werden sehen. So, da sind Menschen auf der anderen Seite. Die kommen auch mit Fahrrädern. Ja, die ganze Brücke sah sehr baufällig und schief und krumm aus von der Seite. Aber ich wage es jetzt mal, weil mir da ja auch gerade zwei junge Damen entgegengekommen waren. Das sieht so aus, als wäre ich rübergekommen. Das hat mir jetzt einen Umweg von 10 Kilometern gespart, den mir Google angezeigt hat. Da kommt noch einmal eine Betonsperre. Das ist ein Bürgersteig, über den ich rechts rüber kann, glaube ich. Diesmal habe ich eine ganze Ferienwohnung mit Tisch und Sofa. Und mein Fahrrad konnte ich mit reinnehmen. Es ist ebenerdig. Eine kleine, ganz einfache Küche, aber das reicht. Und das Schlafzimmer. Und dann gibt es noch ein Kinderschlafzimmer. Und ein kleines Bad gibt es auch. Vor der Tür habe ich eine kleine Terrasse. Und das sind die anderen Häuser, in denen noch Ferienwohnungen sind. Die haben sich hier was ganz Schönes aufgebaut. So sieht es von außen aus. Die Gegend ist ein bisschen zweifelhaft, sage ich mal.
Hier links ist der Strand, aber den kann ich nicht sehen. Ich gehe jetzt in die Richtung einkaufen. Ich habe alles bekommen, was ich wollte. Ich bin jetzt nochmal zum Strand gegangen. Und das da vorne könnte Ischia sein. Ich weiß es aber nicht genau. Und ein schönes Licht hier heute Abend und ich liebe dieses Geräusch vom Meer. Hier hat die Saison definitiv noch nicht begonnen. Die sind noch am Renovieren. Und das ist jetzt ein weiterer Weg nach Norden. Der ist hoffentlich ein bisschen spannender als das letzte Stück, was ich gefahren bin. Da habe ich jetzt auch extra nicht gefilmt, weil es war einfach nur Straße und links irgendwelche Ferienanlagen. Man konnte das Meer nicht sehen. Ich bin aber jetzt froh, dass ich so weit gefahren bin heute, auch wenn es jetzt unerwartet und anstrengend war. Dann wird es morgen vielleicht ein bisschen spannender. Ich bin jetzt jedenfalls froh, dass ich heile durch Neapel durchgekommen bin. Morgen geht es dann, wie gesagt, weiter Richtung Norden. Es sieht ganz gut aus. Und wenn du wissen willst, was ich da dann alles sehe und erlebe, dann abonniere jetzt den Kanal und schalte auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, ich kam, ich sah, ich filmte. Tschüss!